Wo ist der Weg? Ach du Das ist Mallorca. Die meisten denken bei dieser Insel an Strände, Sonne und Urlaub. Doch nur wenige Kilometer weiter beginnt eine völlig andere Welt. Schroff, einsam und deutlich härter, als ich erwartet hätte. Ich bin Robert. 150 Kilometer zu Fuß, 6 Tage allein und nur mit meiner ultraleichten Ausrüstung will ich Mallorca einmal komplett durchqueren. Auf einem der härtesten Wege der Insel, dem GR 221, quer durch das Tramontana-Gebirge. Das hier ist die ganze Geschichte dieser Tour. Ich hätte nicht gedacht, wie atemberaubend schön und unberührt diese Insel sein kann, aber ich habe auch unterschätzt, wie schnell daraus ein echtes Abenteuer werden kann, wenn man plötzlich mitten im Gebirge vom Sturm überrascht wird. Ja, insgesamt werde ich so 130 bis 140 Kilometer zurücklegen müssen, bis ich die andere Seite der Insel erreiche. Und das mache ich über den sogenannten Trockenmauerweg, dem GR 221. Und der folgt uralten Trockensteinmauern, die quasi an den felsigen Klippen gebaut worden sind, damit die Hänge da ein bisschen gerader sind. Ja, und da wir auch viele Höhenmeter haben, habe ich die Etappen überschaubar groß geplant. Jeden Tag 20 bis 25 Kilometer, immer über 1000 Höhenmeter und teilweise wirklich über alpines, technisches Terrain. Dabei habe ich einen Biwaksack statt ein Zelt diesmal, weil mir der Biwaksack natürlich auch im Notfall erlauben würde, ja, mein Lager aufzuschlagen, falls mal schlechtes Wetter aufzieht und ich mich damit eigentlich immer relativ sicher fühle. Ja, die Hauptschwierigkeiten auf der Tour sind neben den ganzen Höhenmeter einerseits natürlich die ganze Sonne und die Hitze. Deswegen Sonnenschutz ist Pflicht und ich würde die Tour auch wirklich nur im Winter oder maximal Frühling machen, auf keinen Fall im Sommer. Denn die Infrastruktur, gerade was Wasserquellen angeht, ist auch wirklich sehr, sehr schlecht. Wir haben extrem wenige Quellen und wenn mal eine kommt oder natürlicher Bachlauf, sind die meistens auch nicht trinkbar, selbst wenn man die filtert. Dazu kommt, dass die Infrastruktur an Übernachtungsmöglichkeiten nicht gut ist, denn wir haben absolutes Wildcampingverbot hier auf Mallorca. Das ist wirklich so hart, wie ich das selten erlebt habe. Also alleine das draußen schlafen, egal mit welchem Setup oder nachts draußen bleiben, ist hier wirklich in den Gebieten total untersagt, da man da in den letzten Jahren leider schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Es gibt einige Berghütten, die machen aber auch nach und nach leider zu und sind oft ausgebucht. Deswegen muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, das hier zu planen und ganz genau gucken, wo man schläft. Schöner Wald hier, gerade geht es ein bisschen bergab und wir haben jetzt fast Mittag und die Sonne merkt man trotz Februar schon deutlich. Und hier sieht man auch die ersten Trockenmauern, die mich wahrscheinlich jetzt die nächsten 100 Kilometer begleiten werden. Das könnte hier ein alter Brunnen sein. Oder eine sehr große Feuerstelle. Und es wird auch mal Zeit, direkt den Midlayer auszuziehen bei der Wärme. Jetzt guckt euch das an. Das habe ich so vermisst. Also vor 3 Wochen war ich noch im eiskalten Winter auf dem Rothaarsteig unterwegs und jetzt stehe ich hier wirklich bei blauem Himmel, blauen Meeren, so wunderschönen Küsten und ich wünschte, ihr könntet das riechen hier. Die ganzen Bäume, Kiefern haben so einen süßen, ätherischen Duft, den man erst wieder richtig zu schätzen lernt, wenn es langsam ein bisschen wärmer wird und der Frühling kommt. Und da hinten am Horizont ziehen jetzt langsam ein paar Wolken auf.
Ich habe natürlich alles an Regenkleidung mit, aber ganz ehrlich, auf die Sonne habe ich gerade ein bisschen mehr Lust. Und da haben wir das erste Wildtier. Ziegen gibt es hier natürlich viele auf Mallorca. Neben Ziegen gibt es ja leider auch eine Menge Zecken auf Mallorca, die auch ganzjährig wirklich aktiv sind. Unter anderem eine Zecke, die nicht nur einfach auf irgendwelchen Gräsern sitzt und wartet, dass sie abgestriffen wird, sondern auch aktiv wirklich Menschen jagt. Ja, und hier scheint jetzt gleich ein kleines Dorf zu kommen und ich hoffe, dass ich einen frischen Schluck Wasser bekomme aus irgendeinem Supermarkt. Für Wasser bin ich hier immer dankbar. Nahrung habe ich aber komplett für 6 Tage jetzt in meinem Rucksack mit. Also will mich komplett autark verpflegen. Und da bin ich eigentlich gar nicht drauf angewiesen. Aber frisches Wasser bei dem Wetter ist immer super. Schön hier. Vermutlich erstmal das letzte Mal, dass ich hier wieder ans Meer komme. Sehr urige Wege hier. Gefällt mir richtig gut. Ab jetzt geht es nur noch serpentinartig hier bergauf und überraschend viele Tageswanderer hier. Ich glaube nämlich da oben ist ja so wie ein kleines Kloster, La Tapa, und einer der wenigen Orte, an dem man legal wildcampen kann mit einer ziemlich schwierigen Anmeldung. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Es ist echt nicht ohne hier, muss man sagen. Kleiner Vorgeschmack auf das, was noch im Gebirge kommt. Aber Hammeraussicht auf jeden Fall und ich bin noch nicht mal ganz oben. Ach cool, sogar mit Stahlseilen hier. Das macht richtig Spaß hier gerade. Oh, geschafft. Und das alles hinter mir ist jetzt La Tapa, so eine Art Naturschutzgebiet, wo halt ganz viele Terrassen hier durchs Land gezogen sind, unter anderem hier. Und ich glaube, dass das hier die Flächen sind, wo man nach vorheriger Anmeldung tatsächlich für eine Nacht hier als Wanderer schlafen darf. Ich habe das aus 2 Gründen nicht gemacht. Erstens, ja, wollte ich noch weiterlaufen am ersten Tag. Das war ein bisschen zu nah am Start und man braucht wirklich ein paar Monate vorher Zeit, um einerseits hier die Gemeinde anzuschreiben, da ist eine Genehmigung zu bekommen und dann noch wirklich muss man an den Staat Spanien gehen und da am besten noch einen Brief hinschreiben aufs Festland, damit man hier eine Nacht schlafen darf. Also noch ein bisschen bürokratisch und die einzige Anlage, die ich in der Art auf dem ganzen Weg gefunden habe. Deswegen toll gelegen auf jeden Fall, aber schade, dass es jetzt hier so weit noch am Start ist. Ich gehe weiter. Ich dachte schon, ich muss die Leiter hier klettern, aber der Zaun ist einfach offen hier.
Ja, absolute Ruhe gerade. Die ganzen anderen Wanderer sind alle bei La Trappa jetzt umgebogen, gehen zurück zur Küste. Für mich geht es jetzt hier weiter in die Berge und hier hört und sieht man jetzt gar nichts mehr. Handyempfang ist auch nicht mehr da. Und das ist echt ein starker Kontrast zu dem Tag, den ich gestern hatte. Da bin ich aus Düsseldorf losgeflogen, in Palma gelandet, mit dem Bus direkt in die Innenstadt. Dort war da echt viel Verkehr dann. Und da brauche ich natürlich eine Gaskartusche, weil man die nicht im Flieger mitnehmen kann. Hat relativ gut geklappt und dann bin ich nach Port Andras zum Hotel gefahren. Und falls ihr gerade auf meiner Laufaufnahme hinten das Blaue in meinem Rucksack vielleicht gesehen habt, da habe ich eine kleine Ikea-Tüte mitgenommen. Die kostet nur 2 €, wiegt 150 Gramm, hat einen Reißverschluss. Und da habe ich meinen ganzen Rucksack und Trekkingstöcke und alles Mögliche reingepackt. Ja, weil ich das natürlich nicht ins Handgepäck nehmen wollte und auch den Rucksack nicht einfach so irgendwie aufs Band legen wollte. Und das hat richtig gut geklappt. Ich konnte den Rucksack damit sehr gut transportieren und ja, diese Ikea-Tasche schleppt mich jetzt die ganzen Kilometer mit und kann damit auch wieder entspannt zurückfliegen. Okay, bin doch nicht alleine. Die lauern hier überall. Ja, jetzt sieht man langsam erstmal, wenn man höher kommt, wo ich gerade lang gekommen bin. Da hinten ist der kleine Pass um diese Bergkette rum. Da hinten irgendwo bin ich gestartet und eigentlich laufe ich den ganzen Tag schon mit einem Blick auf diese Insel hier entlang. Jetzt laufe ich durch eine Wolke durch. Das sieht immer geil aus. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass man hier wegen dem schroffen Untergrund und den Felsen deutlich langsamer vorankommt, obwohl es jetzt hier gerade geht. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass ich die Etappe ein bisschen kürzer mal gewählt habe. Und jetzt halte ich mal die Augen auf nach einer guten Pausenstelle, wo ich mich vielleicht noch ein bisschen in die letzte Sonne legen kann. Ja, besser geht's nicht hier mit der Aussicht. Man hört absolut nichts. Manchmal ein Vogel und jetzt erstmal noch ein bisschen was essen. 3 Uhr jetzt knapp. Langsam setzt die Nachmittagssonne ein. Aber allzu weit werde ich heute nicht mehr laufen. Perfekt. Ja, wenn ich Glück habe, komme ich nur rechts an der Wolke hier vorbei. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sich das zugezogen hat hier links. Aber das merkt man erst wieder, wenn der Himmel hier rechts so blau im Kontrast ist. Wo kommen die denn alle her? Kleines Fest hier in den Bergen. Ja, kurzes Zwischenfazit. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut hier. Der Trail ist echt der absolute Hammer, genauso wie das Wetter und die Natur. Ich habe jetzt gleich die 20-Kilometer-Marke geknackt und schon über 1200 Höhenmeter. Und bei diesem technischen Weg hier merkt man das auf jeden Fall. Ich bin auch nicht ganz so fit wie sonst, würde ich sagen. Hatte Anfang der Woche eine zweite Tollwut-Impfung bekommen, weil ich nächsten Monat in Sri Lanka zum Trekking bin. Und da habe ich noch so ein bisschen was die Woche über gemerkt. Aber ich bin so froh, dass es klappt. Dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt folgen noch die letzten Kilometer. Aufgrund der schlechten Wildcamping-Situation werde ich heute in einer sehr abgelegenen und privaten Finca schlafen, die anscheinend Wanderern zur Verfügung gestellt werden kann, um da ein Zimmer zu bekommen und da zu schlafen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau aussieht, was mich da erwartet. Bin super gespannt und jetzt genieße ich hier noch mal die letzten Sonnenstunden. Das wäre aber ein absolut traumhafter Wildcampingplatz da bei den Ziegen. Da steht auch eine kleine Konstruktion und ich glaube, da hat schon mal jemand geschlafen.
Ja, Wasserquellen habe ich tatsächlich heute nicht ein einziges Mal gesehen. Selbst in einem kleinen Dorf war jetzt kein Supermarkt offen. Ich hätte natürlich dann irgendwie in einen Café gehen können, aber bin heute Morgen mit 3 Litern gestartet. Davon ist jetzt knapp noch maximal 1 Liter übrig, würde ich sagen. Das heißt, das reicht mir auf jeden Fall heute und würde auch noch reichen, wenn es jetzt noch ein bisschen länger mehr Höhenmeter oder mehr Sonne wird. Aber dann müsste ich auf jeden Fall auffüllen. Das heißt, 2-mal am Tag nachfüllen wäre schon ganz gut. Ich hoffe, mir reicht es, wenn ich einmal am Tag irgendwie eine Quelle finde. Optimalerweise natürlich immer vor der Übernachtung und ja, dass man morgens auch noch mal voll gestärkt loslaufen kann. Und wo wir vom Wasser sprechen, das ist das erste bisschen Süßwasser, was ich heute, glaube ich, den ganzen Tag sehe. Bin hier gerade in so einem Tal und laufe jetzt in die Richtung runter, denn da müsste dann meine Schlafgelegenheit sein. Wasserfilter habe ich natürlich auch dabei, beziehungsweise Filtertabletten, die ich im Notfall auch benutzen kann. Aber hier ist auch so viel Landwirtschaft, dass das Nitrat auch teilweise in das Leitungswasser hier auf Mallorca fließt. Und da fühle ich mich nicht ganz sicher, dann aus den Bachläufen mir zu trinken. Ja, fast dran vorbeigelaufen, aber dieser Stein ist ja mal perfekt für eine kleine Pause. Noch mit der Aussicht aufs Meer vom Ziel. Und diese gelben Pflanzen, die riechen so unglaublich gut nach Frühling. Geht schlechter. Okay, irgendwo hier in diesem kleinen Tal muss es sein. Da vorne waren schon so ein paar Höfe. Ich glaube, ich muss noch ein Stück hier weiter runter. Oh, Esel. Und ein Huhn. Ja, das Schild erklärt wohl alles. Kein Feuer, kein Zelt, kein freies Schlafen und sogar keine Hängematte. Habe ich auch noch nie auf dem Schild gesehen. Hier hoch geht's morgen für mich weiter. Und ich muss jetzt anscheinend hier links runter noch mal wieder ein Stück. Das müsste es sein. Oh yes. Ja Leute, ich kann mein Glück kaum fassen. Die Unterkunft ist absolut grandios. Ich habe gerade frisch geduscht und jetzt schaut euch bitte meinen Kochplatz hier an, wo ich mir jetzt ein absolutes Festmahl zubereiten werde. Mit Blick da hinten aufs Meer. Noch gerade ein Stück Sonne. Ich denke mal 20 Minuten werde ich noch Sonne haben. Und ich habe den Gastgeber kennengelernt. Super nett, hat mir alles gezeigt. Und da unten in diesem Gebäude schlafe ich. Da warten gerade auch noch 2 andere Wanderer, auch auf ihre Unterkunft. Ich konnte da 4 Flaschen Wasser insgesamt kaufen. Die werde ich morgen abfüllen, den Rest mitnehmen. Ich habe jetzt da drin nicht gefilmt, weil das natürlich alles privat ist. Aber er hat mir den Tipp gegeben, geh da hoch, da ist noch ein super Tisch und da kannst du ganz entspannt kochen. Und das werde ich jetzt machen, weil ich auf jeden Fall richtig Hunger habe. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich meine tiefe Esbit-Windschutzfolie eingepackt habe, aber nichts, was man mit dem Stein hier nicht beheben könnte. Und bei der Aussicht habe ich auf jeden Fall Zeit. Ja, heute gibt es Chana Masala, ein paar Riegel und auf jeden Fall Salzbrezel. Man verliert doch so ein paar Elektrolyte, wenn man den ganzen Tag bei dieser Hitze schwitzt und so viel Wasser trinkt. Und ich will natürlich, dass mein Rucksack immer leichter wird. Und das macht man am besten, indem man seinen Proviant aufisst.
Ja Leute, was ein erster Tag. Ich bin absolut begeistert von dieser Route. Ich habe erwartet, dass sie schön ist, aber nicht so schön. Also mein Erlebnis heute war 10 von 10. Es fühlt sich wie die richtige Mischung aus Urlaub und Abenteuer an. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Bin auch froh, dass ich hier relativ früh ankam. Freue mich darauf, dass ich heute drin schlafen kann. Ist natürlich für mich auch ein bisschen was Neues, weil ich gerne im Zelt schlafe. Aber ich kann mich hier echt gerade über die Dusche, über das Essen jetzt und diese Aussicht und gleich die Aussicht auf ein Bett und morgen da hoch die nächste Etappe echt nicht beschweren. Ich bin gespannt, was morgen auf der zweiten Etappe, die ein bisschen länger sein wird, passieren wird, ob das Wetter morgen so mitspielt, und ich werde jetzt den Abend genießen und essen und sage bis morgen. Ja, guten Morgen jetzt zum zweiten Tag vom Trockenmauerweg. Als ich gestern mit dem Essen fertig war und von diesem wunderbaren Aussichtspunkt runtergegangen bin, zurück zur Finca, wurde es langsam draußen echt kalt. Und als ich reingegangen bin in mein Zimmer, war es dort genauso kalt. Hier unten im Tal hat man natürlich keinen Strom, Wasser ist begrenzt und deswegen auch im Winter keine Heizung und im Sommer keine Klimaanlage. Das muss man wissen, wenn man hier im Februar oder im Hochsommer auf jeden Fall wandern geht und da übernachten möchte. Ich war sehr, sehr froh darüber, dass ich meinen Schlafsack bzw. Quilt im Rucksack dabei hatte. Und den brauchte ich auch wirklich, um in der Nacht nicht zu frieren in dem Bett. Also ansonsten hätte ich echt Probleme gehabt, glaube ich. Da war ich sehr, sehr froh. Deswegen habe ich dann aber auch sehr erholsam geschlafen, habe gerade Wasser noch in meine Flaschen abgefüllt, bin jetzt hier hochgelaufen und wie ihr seht, geht es direkt hier bergauf, jetzt gleich los. Heute ist ein bisschen mehr angeplant, vielleicht eine der härtesten Etappen, 26 Kilometer, bedeutend mehr Höhenmeter. Ich laufe den Großteil des ersten Hälfte an der Küste entlang und dann geht es im Prinzip landeinwärts. Ich habe richtig Lust, Wetter ist noch leicht bewölkt, aber da habe ich noch gar nichts gegen und ich würde sagen, los geht's. Und da ist die Sonne auch schon wieder. Auch mal was Neues, hier einfach die Felsen ohne Weg hochzulaufen. Und da ist das Meer wieder. Ich muss mich hier die ganze Zeit daran erinnern, dass ich auf einer Insel bin, weil da unten hat es eher wie in einem Alpendorf gewirkt. Aber wunderbar, direkt so weit gucken zu können. Jetzt habe ich direkt den Weg hier einmal verloren. Ist mir gestern aber auch ein paar Mal passiert. Oh, okay, und da hat jemand gejagt, glaube ich. Da hatte ich gerade nämlich Schilder schon gesehen. Da muss ich natürlich aufpassen. Was ich gesagt hatte, war, dass ich den Weg hier öfter verliere. Der ist zwar ganz gut markiert, aber nur in den offensichtlichen Stellen. Und die Kombination aus kein Empfang und nicht gut markierter Weg teilweise führt echt dazu, dass man die Karte natürlich offline runterladen sollte. Und da gucke ich auch regelmäßig drauf. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier erstmal sicher vorbeikomme. Man erkennt den Weg immer ganz gut an der bräunlichen Färbung, die dann hier überall auf den Steinen ist. Das sieht man sonst nirgendwo und das liegt wahrscheinlich daran, weil die Erde ein bisschen mehr aufgewühlt wird durch die ganzen Wanderer. Das steht auf jeden Fall nicht fest. Richtiges Dschungel-Feeling hier gerade. Geil.
Ja, und hier geht es anscheinend wieder los mit dem nächsten Jagdgebiet. Ich musste gerade schon beobachten, wie eine Ziege abgeschossen wurde. Scheint hier sehr aktiv zu sein. Deswegen hoffe ich, dass ich hier schnell durchkomme. Hier sieht man wieder überall so alte Ruinen und da oben auch Mauern. Absoluter Traumweg. Ich fasse es nicht. Ich dachte gestern da hinten wäre ich schon hoch gewesen, aber das scheint hier kein Ende zu nehmen. Wow. Absolut genial. Ja, so sieht Mallorca auf 700 Meter Höhe aus und ich kann es gar nicht glauben. Also ich werde noch höher gehen, ich glaube auf über 1000. Dann bin ich ganz gespannt auf diesen Ausblick. Man kann so weit wirklich sehen. Gefühlt sehe ich die halbe Insel und da hinten auch, wo ich gestern gestartet bin. Ich muss sagen, ich komme echt langsam voran bei dem Gelände hier. Habe mir heute vorgenommen, alle 6 Kilometer eine kurze Pause nur zu machen. Vielleicht mal, wenn wir hier eine schöne Aussicht ist. Das hat für mich auf den letzten härteren Touren in Schweden zum Beispiel sehr gut geklappt. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu den ja wirklich heftigen Touren, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ist das hier schon ein bisschen mehr Urlaub und da freue ich mich auch drauf. Und gerade die Pausen, die genieße ich extrem. Einfach hier in der Ruhe in der Natur zu sitzen, dann hört man irgendwas rascheln, dann läuft eine Ziege entlang. Es ist einfach super entspannt und ich hoffe, das bleibt auch so. Da hinten ist Port Andratx, da bin ich gestartet und durch dieses Gebirge hier hingekommen. Weiter geht's. Das ist hier echt nicht ohne, ich sag's euch. Morgen. Gibt schlechtere Zeltplätze als den hier. Okay, den Pass da hinten habe ich hinter mir und jetzt zum ersten Mal des Tages mal ein Stück gerade. Deswegen können wir ein bisschen Tempo machen. Ich glaube, hier runter geht es zum nächsten Dorf. Vielleicht finde ich da mal ein kühles Wasser. Oh, ich dachte kurz, das wäre ein Stier da hinten. Aber es ist eine große Ziege mit langen Hörnern. Die wird mich ja wohl vorbeilassen. Oh, eine perfekte Pausengelegenheit hier auf der Mauer an diesem Tank. Ich habe jetzt die ersten 8 Kilometer endlich geschafft, dann wollte ich erst die erste Pause machen. Die waren aber echt beschwerlich, muss ich sagen. Ich habe fast 3 Stunden jetzt gebraucht bei diesem Terrain. Kam echt langsam voran und jetzt muss ich unbedingt mal was trinken, was essen, kurz ausruhen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ein bisschen sieht man das Meer sogar auch.
schön hier. Okay, das ist das erste Quellenartige, was ich hier bisher gesehen habe. Aber natürlich absolut keine Ahnung, ob das trinkbar ist. Ich habe jetzt noch genug, eigentlich 2 Liter, deswegen ziehe ich weiter. Ja, ich will heute noch bis Espoles kommen. Banja Bulfar liegt noch dazwischen, da komme ich wohl noch durch. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Wasser, falls es notwendig ist. Aber 5 Stunden, 14 Kilometer heißt schon wieder, dass es ein bisschen technischer wird. Aber egal, langsam habe ich die Stadt hier auch satt. Halb 2 mittlerweile, und auf dieser Mauer hier mache ich mit der Aussicht noch mal eine Pause, bevor es gleich da hoch in die Berge geht. Ich habe schon 800 Höhenmeter gemacht und so 500 bis 600 sollen noch kommen, also noch ein ordentliches Stück. Ich fühle mich aber nach wie vor gut. Und falls ihr die Route hier nachlaufen wollt, verlinke ich euch natürlich meine komplette Ausrüstung, die ich jetzt hier mit hatte, plus auch alle Etappen. Die weiß ich natürlich noch nicht ganz final, aber ich werde sie in der Beschreibung ja schon mal alle verlinken. Und im Zweifel könnt ihr auf jeden Fall auch die Tour damit laufen, denn bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Etappenwahl. Ich bin froh, dass ich die ein bisschen kürzer gemacht habe, wenn ich mir da hinten die Berge noch mal von hier jetzt anschaue. Und glaube auch gar nicht, dass ich so früh heute ankommen werde. Vor allem muss man auch bedenken, wenn man das wirklich Ende Februar zum Beispiel läuft, dann wird es ja auch schon um 18 Uhr dunkel. Und das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen, wenn man hier lang unterwegs ist. Das könnte so eine Art Refugio hier sein. Sieht aber sehr verlassen aus. Okay, auf der Karte sieht es noch echt weit aus. Hier befinden wir uns gerade mitten im Nirgendwo zum nächsten Dorf an der Küste und dann noch ein deutliches Stück Inland. Bis hier will ich heute noch laufen. Let's go! Ja, heute läuft man das öftere mal durch so Olivenplantagen. Das ist, glaube ich, schon die 3. oder 4. So langsam zieht auch ein bisschen Wind auf, merke ich gerade. Die Sonne ist weg, ist auf jeden Fall deutlich kühler als gestern. Im Ziel heute übrigens habe ich wieder eine Unterkunft nehmen müssen, weil ich wieder nichts gefunden habe, wo man irgendwie campen konnte. Und da ist es diesmal ein Hostel. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das aussieht. Ich hoffe nicht, dass es so ein großes Mehrbettzimmer irgendwie ist und dass ich da hoffentlich auch duschen kann und ein Wasser bekommen kann. Deswegen, ich freue mich jetzt gerade, wenn es so ein bisschen zuzieht. Ein bisschen auf die Höhen, wie gesagt, geht es gleich nochmal. Aber ich glaube, das wird ganz gut klappen. Das scheinen ja auch immer so alte Brunnen irgendwie zu sein. Aber alles komplett leer und trocken. Einfach Hammer, diese Wege. Also hier in der letzten Siedlung gefällt es mir auch noch mal richtig gut. Hier sind überall richtig grüne Hänge, schöne Gärten. Ich wusste gar nicht, dass Mallorca auf der Seite auch wirklich so einen feuchten Boden hat und nicht so ganz kahl und trocken ist wie auf den anderen Seiten. Sehr frühlingshaft mit ein paar Palmen dabei. Oh, hier riecht's gut nach Essen. Hab auch schon wieder ordentlich Hunger. Hier gibt es so viele Hänge und freie Wiesenflächen. Da müsste doch mal jemand auf die Idee kommen, hier einen Trekkingplatz zu errichten. Einfach auf dieser Wiese
übernachten zu können, wäre ein Traum. Okay, ich glaub's nicht. Hier scheint tatsächlich eine Trinkflaschenauffüllstation zu sein. Habe ich auch noch nie in der Art gesehen. Ja, okay, aber ich habe jetzt nur noch 8 Kilometer. Geht zwar bergauf, aber ich will jetzt nicht mehr so viel Wasser schleppen in der Hoffnung, dass ich natürlich da im Zielort auch was bekomme. Absolute Stille wieder, sobald man ein bisschen von der Küste wegkommt. Okay, 5:30. Ich glaube, ich bin da. Perfekt. Okay. Das ist mal gemütlich. Oh, und hier ist die Dusche. Perfekt. Richtiger Luxus. Aber jetzt muss ich mich erstmal um Wasser kümmern, bevor ja alle Supermärkte zumachen. Und dann werde ich duschen und dann überlegen, wo ich gleich koche. Geschafft. Wasser hat schon mal geklappt und sogar genau mit den gleichen Flaschen, die ich auch zum Wandern benutze, weil sie eben so leicht sind. Dann kann ich auch meine Flaschen gleich wechseln. Ja, und der Gastgeber hat mir erlaubt, hier schön auf dieser Terrasse, leider ohne Sonne, aber dafür ohne Wind, heute zu kochen. Und heute gibt es Couscous mit Gemüse. Und ich habe ordentlich Hunger. Okay, 7 Uhr,
Vielleicht hört ihr die Glocken ein bisschen läuten. Ich habe alles erledigt, Wasser, geduscht. Ich konnte da draußen richtig entspannt essen. Und das ist mir immer besonders wichtig. Gerade wenn ich jetzt hier in Unterkünften schlafe, das ist für mich natürlich nicht normal, weil ich eigentlich sehr gerne draußen zelte. Dann will ich wenigstens in Ruhe draußen kochen können. Jetzt hatte ich schon zweimal Glück. Wetter hat sich so ein bisschen zugezogen. Ich bin echt gespannt, wie es morgen wird. Jetzt gerade ist es draußen dunkel, gegenüber leuchtet die Kirche noch ein bisschen. Also ich bin super happy mit diesem für mich luxuriösen Zimmer. Könnte mich so ein bisschen dran gewöhnen und muss echt sagen, die Etappe heute war härter als gedacht. Also 28 Kilometer wurden es fast am Ende mit 1390 Metern nach oben. Ich habe noch härtere Etappen auf jeden Fall, deswegen bin ich ganz froh um diese Jahreszeit, dass ich hier eine Unterkunft mal ausnahmsweise habe. Freue mich jetzt auf die Nacht, hoffe, ich kann wieder so gut schlafen. Mir gefällt es hier richtig gut soweit, also wie schon gestern gesagt, perfekte Mischung aus Urlaub und Abenteuer. Ich freue mich, dass ich noch 4 volle Tage habe. Ich kann nur hoffen, dass es so schön bleibt, dass das Wetter so gut bleibt und ich werde mich jetzt hier ein bisschen entspannen und dann morgen früh geht's weiter und dann gucke ich mal, ob ich hier noch einen Kaffee bekomme. Also, bis dann. Heute ist Tag 3 auf meinem Trip. Ich bin da unten vorhin gestartet, habe relativ gut geschlafen, konnte meine Powerbanks nochmal aufladen, Wasser auffüllen und jetzt geht's hier wieder bei traumhaftem Wetter los in die Berge. Heute werden wir durch Valdemossa laufen, relativ bekannter Ort, und letztendlich in Dea enden. Gestern waren schon echt eine Menge Höhenmeter, 1400, heute sollen es noch mal 300 mehr werden. Also wahrscheinlich ja eine sehr lange und harte Etappe. Ich habe aber Bock drauf und ich würde sagen, los geht's. Ich dachte schon, das fängt gut an, dass der Weg hier gesperrt ist, aber er geht zum Glück hier links weiter. Ja, gar nicht so klar, wo hier der Weg lang geht. Da unten scheint Privatgelände zu sein. Scheint ein Sturm gewütet zu haben vor nicht allzu langer Zeit. Okay, ich habe den Weg jetzt komplett verloren. Aber laut Karte müsste er jetzt gleich hier wieder sein. Das Gute ist, ich höre Stimmen da oben. Okay, das sieht gut aus. Das sieht nach einem Weg aus. Ja, wenn das mal kein hervorragender Zeltplatz ist. Was für eine Aussicht. Also ich glaube, bei der Aussicht werde ich mal eine kurze, richtig gemütliche Pause mit meiner Isomatte machen. I love this side. Yeah, it's beautiful. And I love your yellow. Bye. Bye bye. Ja, das war absolut genial. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich lag da jetzt ein bisschen zu lange. Wir haben 11:15 jetzt schon. Ich habe erst 5 Kilometer gemacht. Und als ich dann da lag, da kamen immer noch mehr Wanderer, haben dann auch da Pause gemacht. Kam ich mit vielen ins Gespräch. Ein spanisches Pärchen, ein deutsches. Und das fällt mir auf heute, dass auf jeden Fall mehr Leute unterwegs sind als die Trails gestern. Da habe ich bis jetzt noch gar keinen gesehen. Deswegen freue ich mich über ein bisschen Gesellschaft. War froh, dass ich meine Isomatte auf jeden Fall bei hatte und auch für so eine Pause gebrauchen kann. Und war wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Und jetzt erstmal weiter in die Berge.
hier richtig. Es scheint so. Wow. Also hier würde ich ungern wieder hochgehen. Absolute Traumstrecke heute. Oh, hier steht die Hitze ganz schön an diesem Hang. Kein Wind und heute ist es schon um 12 Uhr deutlich wärmer als die letzten Tage. Ich muss sagen, ich habe mich so langsam daran gewöhnt hier auf jeden Fall. An die Etappen und an die Höhenmeter. Gestern ist es mir schwerer gefallen, obwohl es jetzt die ganze Zeit hier über Geröll stundenlang bergauf geht. Aber ich merke auf jeden Fall was von den 1400 Höhenmetern gestern. So leichten Muskelkater in den Beinen. Das legt sich meistens im Laufe des Tages und da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich habe mit sehr vielen anderen Wanderern gerade gesprochen und fast alle machen in Valdemossa heute Halt. Und ich laufe im Prinzip ab da nochmal doppelt so lange weiter und dann noch durch den sehr steilen Anstieg, sehr hohes Gebirge nochmal und dann wirklich, glaube ich, ein paar Stunden lang nur bergab. Deswegen wird es ein langer Tag wahrscheinlich. Oh wow, hier haben wir sogar so kleine Höhlen und Unterstände. Ja, natürlich auch ein prima Lagerplatz. Endlich mal wieder das Meer zu sehen. Darauf wäre ich jetzt auch gerne. Absolut brutal hier hoch. Ich denke mal, es kann nicht noch höher gehen. Und es nimmt hier einfach kein Ende. Und dabei ist das noch nicht mal der große Anstieg für heute. Wow, was ein Zeltplatz, Leute. Hier wird locker mal wer geschlafen haben. So, das war's jetzt mit dem Aufstieg. Jetzt geht's genauso steinig anscheinend runter. Und am Horizont sieht man schon Valdemossa. Oh, ja, das müsste es sein. Und wahrscheinlich muss ich noch da dann über diese Berge rüber. Aber jetzt erstmal hier runter. Oh, das könnte als Schutzhütte fungieren. Aber nee, ist alles voll Wasser. Aber es sah erst so aus. Alte Ruine. Für mich geht's hier runter. Oh. Hi. That way is all downhill. Oh really? Yeah. Have fun. Und da wären wir in Valdemossa. Hier scheint ganz schön was los zu sein. Und jetzt will ich erstmal irgendwie eine Sitzgelegenheit finden. Ich wollte erst den Abstieg hinter mich bringen, aber meine Beine zittern schon so leicht und ich habe auch noch nichts gegessen heute. Aber hier wird es bestimmt was geben. Schön hier. Ja, ich glaube, hier werde ich was finden. Perfekt mit Rückenlehne. Und ein Brunnen, aber wahrscheinlich wieder nicht trinkbar.
Ja, die Pause tat richtig gut. Ich saß 20 Minuten da jetzt. Dann wurde es ein bisschen kalt. Wir haben 13 Grad nur noch. Deswegen musste ich mein Mittellayer wieder anziehen. Ja, und Tag 3 läuft überraschend gut. Ich habe echt so eine Routine langsam entwickelt. Und da ich auch mein ganzes Essen ja autark für die 6 Tage hinten im Rucksack mitgenommen habe, habe ich jetzt gerade noch so ja für 3,5 Tage Ration. Das passt auch eigentlich ganz gut von der Planung, würde ich sagen. Und das sind schließlich 4,5 Kilo Essen gewesen. Und das merkt man jeden Tag, wie es leichter wird. Dazu kommen morgens immer mit vollen 3 Liter Wasser zu starten. Da habe ich jetzt gerade noch die Hälfte. Das heißt, es wird nicht nur jeden Tag immer einfacher, sondern auch ja, umso später es wirklich wird. Ja, hier nach Valdemossa im Wald sind echt sehr viele flache Stellen und wahrscheinlich auch noch Spuren von Lagerfeuern. Oh, das sah mal deutlich größer aus. Immer erstaunlich, wie schnell man doch vorankommt. Da hinten ist Valdemossa. Jetzt bin ich hier durch den Wald und jetzt beginnt der zweite große und letzte Anstieg des Tages. Auf geht's! Es endet einfach nicht. Also noch mal deutlich härter als der erste Anstieg heute. Aber ich freue mich so, wenn ich gleich oben bin und noch mal eine Aussicht habe zum Sonnenuntergang. Dass man nicht technisch ist, weiß ich auch nicht. Okay, 8,4 Kilometer. Jetzt geht's direkt bergab, oder was? Ja, aber der Pass ist geschafft. Das war anstrengend und ich glaube, ich muss echt noch mal kurz was trinken hier. Aber verstehe mich nicht falsch, ich bin so dankbar dafür, dass das Wetter hier mitspielt, weil ich will mir nicht vorstellen, wie das hier bei diesen Auf- und Abstiegen ist, wenn es wirklich regnet und stürmt. Und mir wurde bei der ersten Übernachtung dort vom Gastgeber gesagt, dass hier vor einigen Wochen 160 km/h Sturmböen waren und es wirklich eine Woche lang geregnet hat. Deswegen, auch wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, auch wenn ich hier über die Anstiege mecker, es könnte immer viel, viel schlimmer sein. Und ja, auch die Unterkünfte hatte ich bis jetzt immer Glück, deswegen blicke ich hoffnungsvoll nach vorne. Okay, und das scheint hier eins dieser Refugios zu sein, wo man übernachten konnte. Aber was jetzt geschlossen ist, so wie es scheint. Okay, hier ist eine Menge Müll. Wahrscheinlich übernachten hier tatsächlich noch welche. Aber ich meine, besser als nichts, wenn es hier gewittert in den Bergen. Und ich vermute langsam, das war noch die Ruhe vom Sturm, denn ich muss ja noch irgendwie über diese Bergkette da oben kommen. 1100 Höhenmeter, meint es übrigens schon nur hoch und ich glaube, da kommen noch ein paar hundert mehr drauf. Also das fasse ich echt nicht. Ich habe mich schon gewundert, was das für eine große Stadt da hinten ist und gerade auf der Karte geguckt. Das ist tatsächlich Palma, wo ich vor 3 Tagen mit dem Flugzeug angekommen bin und quasi von da hinten von Port Andrade losgelaufen bin.
Unfassbar, wie weit man hier gucken kann. Und auf der anderen Seite habe ich gerade auch schon das Meer gesehen. Ja, ich fasse es absolut nicht. Hier mitten im Nirgendwo auf diesem wunderschönen Bergkamm haben mich tatsächlich doch 2 liebe Leute erkannt vom Podcast und von meinen Videos. Schöne Grüße, wenn ihr das seht. Da freue ich mich natürlich mal besonders drüber. Kurze Unterhaltung hier, vor allem wenn man so alleine ist die ganze Zeit. Das motiviert mich auf jeden Fall jetzt noch, die letzte Erhöhung dazu erreichen. Und dann geht es wahrscheinlich mehrere Stunden noch bis zum Ziel nur bergab. Aber los geht's. Geschafft. Oh. Mir fehlen die Worte hier. Was eine Aussicht nochmal zum Abend hin. Ich kann es nicht fassen, wie weit man gucken kann. Da kriegt man echt ein gutes Gefühl hier für die gesamte Insel. Immer wieder faszinierend, wozu der eigene Körper so in der Lage ist, wenn ich bedenke, woher ich da hinten irgendwie losgestartet bin vor 2 Tagen. Hier ist super kalt oben von dem Wind jetzt. Also wir sind auf über 1000 Meter jetzt zum ersten Mal. So sieht es auch aus. Eine Pause werde ich noch machen müssen gleich. Freue mich langsam echt, wenn ich ankomme, weil es echt ungemütlicher wird. Mal gucken, wie der Abstieg jetzt noch wird. Auf ins Ziel. Unfassbar einfach. Komplette Stille auch. War es ein Finale hier. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber ich fürchte, ich muss da ganz runter zu den Gebäuden. Und ich wollte gerade sagen, wenig Ziegen heute. Aber hier haben wir ein paar. Aber ich kann ja nicht aufhören zu filmen. So einen Trail habe ich echt noch nie gesehen. So nah, so hoch am Meer zu sein. Super selten mit so einer Aussicht. Also wirklich einer der schönsten Wege, die ich glaube ich jemals gelaufen bin. Das kann ich schon mal als Zwischenfazit sagen. Wirklich nicht ohne den Abstieg. Problem ist das Geröll hier konstant. Also ich rutsche öfter mal weg. Ich kann mir das echt nicht ohne Trekkingstöcke hier gerade vorstellen. Man läuft wirklich serpentinartig einfach nur eine Steilklippe runter. Also echt nicht anspruchslos. Puh, das meine ich. Der Gegenverkehr. Ein paar Ziegen. Schon wieder erschrocken, wenn einfach ein braunes Wildtier entgegenkommt. Hallo. Ist nicht mehr weit nach oben. Ich will zwar ankommen, aber ich sollte noch einmal Pause machen. Und das bietet sich hier halbwegs an.
Sehr besondere Atmosphäre hier gerade. Und da sind wir endlich in Dea angekommen. Der Abstieg war brutal, oder ist es immer noch? Ein paar Meter fehlen schließlich noch. Hier hatte ich wirklich große Hoffnung, dass ich hier draußen schlafen kann. Einerseits gab es hier mal wohl irgendwie eine Finca, die angeboten hat, dass man dort im Garten zeltet. Aber leider haben die das eingestellt über die Jahre. Dann gibt es hier auch ein Refugio, wo ich angefragt hatte. Das war aber schon ausgebucht. Und dann hatte ich gefragt, ob ich vielleicht trotzdem dort draußen zelten dürfte. Nein, geht auch absolut nicht. Deswegen war ich hier gezwungen, wirklich die einzige Unterkunft zu buchen in dieser kleinen Stadt, die noch frei war. Leider für ein echt überteuertes Geld, aber ich habe keine andere Möglichkeit bei der Etappenwahl gesehen. Und jetzt freue ich mich natürlich darüber, gleich eine schöne Unterkunft zu haben. Ich bin super platt, will duschen, will essen und will einfach nicht mehr bergab laufen gerade. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Fast wie mein Zelt, oder? Oh, wow. Das war der kleinste Raum, den ich hier buchen konnte, ich schwör's euch. Okay, hier werde ich gleich schön kochen. Oh yes. Unglaublich.
Alles geschafft. Ich habe echt langsam eine Routine entwickelt, würde ich sagen, mit den Unterkünften. Erstmal um Wasser kümmern, das hat ja super im Supermarkt geklappt. Dann koche ich meistens noch, solange es einigermaßen warm und hell draußen ist. Und dann die Dusche und dann abschalten. Ich werde absolut heute nichts mehr machen. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Jetzt am Ende wurden es 25,2 Kilometer, aber genau 3050 kombinierte Höhenmeter. Also 1500 hoch und noch ein bisschen mehr wieder runter. Und genauso fühle ich mich auch. Also das war schon nah am Limit, würde ich sagen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen gerade laufen können, aber ich bin sehr froh um diese Etappenlänge. Ich bin froh um diese Unterkunft und ja, was war das für ein Hammer heute, bitte? Also der erste Teil hat mir schon gut gefallen zum Sonnenaufgang und dann der zweite Teil hat mich nochmal völlig umgehauen, da die halbe Insel wirklich im Blick zu haben. Ich bin einfach nur froh und super glücklich, dass ich hier bin. Ich habe jetzt ein viel größeres Zimmer, als ich brauche. Im Prinzip wird mir auch ein Boden reichen, wo ich meine Isomatte hinlegen kann mit dem Biwaksack. Aber ich versuche es jetzt nochmal zu genießen, werde aber früh schlafen gehen und freue mich unfassbar morgen auf den 4. Tag. Heute haben wir nämlich schließlich den 3. Tag zu Ende gebracht und damit die Hälfte dieses Urlaubs, kann man schon echt sagen. Und ja, ich will noch nicht an Ende denken. Ich könnte immer so weiterlaufen. Ich ruhe mich jetzt aus und ich sage bis morgen. Guten Morgen hier zu Tag 4 auf dem Trockenmauerweg. Ich habe super geschlafen, was auch zu erwarten war bei der Unterkunft. Wetter ist traumhaft, genau wie der Trail jetzt direkt hier aus der raus. Ja, und heute stehen endlich mal genau passend zur Hälfte nicht so viele Höhenmeter an. Nur 700 Höhenmeter ungefähr, wahrscheinlich werden es wieder ein bisschen mehr, aber auch nur 20 Kilometer. Das heißt, ja, zur Hälfte finde ich es immer ganz gut. So ein halber Pausentag, sage ich meist, nicht wirklich eine Pause, aber ich freue mich darauf, dass es heute ein bisschen weniger ist und dass wir vor allem jetzt runter zum Meer gehen werden. Gestern habe ich sehr wenig das Meer gesehen. Heute sind wir sehr nah dran und werden sogar durch Soyer und Port-de-Soyer laufen. Eine sehr coole Stadt, da war ich auch schon mal zum Urlaub machen. Laufen da an der Promenade entlang, werden viel Natur bis dahin sehen. Ich glaube, viel Grün, viel Wald. Gleich auch noch mal einmal richtig hochgehen. Und ich habe richtig Lust. Ich freue mich auf den Tag. Und das Einzige, was gerade passiert ist, ich habe ja hier so einen Alpha Direct Base Layer und vielleicht sieht man es so ein bisschen. Der ist leider so gerissen, weil ich gerade vom Spiegel stand, dann Faden gesehen hatte. Und ich dachte, ich kann einfach dran ziehen. Habe noch darüber nachgedacht, lieber meine Schere rauszuholen vom Taschenmesser. Habe dann dran gezogen und dann ist eine komplette Naht aufgerissen. Kann ich zu Hause sicherlich wieder beheben. Jetzt sieht es ein bisschen lustig aus. Dafür habe ich mehr Belüftung. Und ich würde sagen, los geht's. So kann's gehen. Ja, morgens ist echt immer am besten hier, gerade wenn der Himmel schon blau ist, alles noch sehr ruhig ist. Man merkt auch, dass es hier sehr häufig nach Feuer morgens riecht, also verbrannten Holz und natürlich hier alle, die hier wohnen, noch im Februar im Kamin heizen. Und heute fällt mir auch auf, dass ich jetzt schon extrem schwitze, vor allem wenn es hier bergauf geht, weil absolut, wie ihr seht, gar kein Wind da ist. Deswegen werde ich gleich mal schon mein Mittelleer ausziehen müssen. Heute macht der Trockenmauerweg seinem Namen wieder alle Ehre. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Millionen Steine hier den ganzen Weg entlang so aufgestapelt worden sind. Und wirklich der Großteil davon wird überhaupt ja nicht mehr genutzt irgendwie wirtschaftlich. Ich
überlege übrigens jeden Morgen, ob ich wirklich die vollen 3 Liter Wasser immer mitnehme, die ich maximal tragen kann. Aber irgendwie verbinde ich Mallorca noch so mit Trockenheit, extrem Sonne, natürlich auch wenig Wasserquellen. Und im Hinterkopf habe ich immer noch die Situation, dass ich irgendwie wild campe oder sowas. Und da freue ich mich natürlich über extra Wasser. Aber eigentlich ist es zum Beispiel heute ein bisschen Quatsch bei der kürzeren Etappe, vor allem, ja, weil es jetzt gerade auch noch mit der Sonne geht. Deswegen werde ich gleich die erste Pause einfach so viel trinken, wie ich kann und dann gucken, dass ich mit weniger Gewicht vorbeilaufe. Und gestern habe ich noch den Fehler gemacht und habe mich nur morgens einmal mit 50er Sonnencreme eingecremt. Und ihr habt es vielleicht gestern auf der Hotelzimmeraufnahme gesehen, da hatte ich total einen roten Kopf. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. 2-mal pro Tag eincremen ist schon Pflicht. Das mache ich dann auch wahrscheinlich bei der ersten oder zweiten Pause, weil ja, wenn man einmal auf so einer Sommertour hier quasi ist, und das ist es schon fast Ende Februar, und hat dann Sonnenbrand, dann hat man echt Probleme. Das erinnert mich heute an den ersten Tag, direkt am Start auf Port Andratx. Mein Schuh quietscht seit 2 Tagen echt nervig. Muss ich heute Abend mal die Sohlen lüften, dann geht's vielleicht. 6 Kilometer sind im Kasten und wisst ihr was, hier ist gerade so schön und so ruhig. Hier werde ich meine erste Pause machen. Und erstmal unnötigen Ballast trinken. Diese Naturgeräusche. So viel zur Ruhe. Also die sind bestimmt über 100 Jahre, wenn nicht noch älter. Und so langsam ist es hier richtig kalt geworden. Wie ihr seht, trage ich zum ersten Mal meine Jacke beim Laufen. Ich saß da jetzt ein bisschen länger als gedacht. Ja, und irgendwie ist mir generell heute ein bisschen kühler. Ich muss später echt mal im Hotel meine Essensration durchgehen. Ich habe da schließlich jetzt ja noch für 3 Tage maximal was mit und ich weiß, habe gar keinen Überblick, wie viel ich jetzt gegessen habe, wie viel ich noch übrig habe, ob ich damit überhaupt gut hinkomme. Gestern Abend, obwohl der Tag so hart war, hatte ich irgendwann nach dem Track and Eat nicht mehr so viel Hunger, habe nicht so viel gegessen und ich vermute, dass ich in so einem leichten Kaloriendefizit gerade bin. Deswegen, wenn ich noch genug Proviant später habe, dann werde ich mich erstmal richtig voll essen. Das erinnert mich ja fast schon an der Dünenlandschaft. Geht schon jetzt fast eine Stunde so. Okay, hier kommt wohl das schönste der offiziellen Refugis. Auch hier hatte ich angefragt, aber es war leider nichts mehr frei und draußen campen ging auch nicht. Und hier scheint ganz schön was los zu sein, aber wohl mit einer super Aussicht. Endlich mal wieder am Meer. Leider noch sehr kalt. Meinte meine Thermarest Neo Air X Lite Isomatte
würde mich hier tragen auf dem Wasser. Das wäre schon entspannt jetzt. Oh, hört ihr das? Das ist Ruhe. War zwar schön am Meer da unten, aber da war ganz schön was los und sehr laut. Jetzt geht es hier durch einen richtig schönen Wald, wie es scheint. Und dann durch den Hauptteil nochmal von Soyer. Das ist so ein bisschen getrennt vom Hafen. Und ich laufe dann noch ein Dorf weiter und hoffe mal, dass ich nicht direkt da wieder durch die Innenstadt muss. Ich dachte schon, ich muss hier durchkriechen. Echt richtig schön grün hier alles. Ein sehr fruchtbares Land und viele Obstbäume unten. Könnte mal geölt werden. Allah. Ich dachte, sowas gibt es nur in Film. Leider kein Münzgeld dabei. Ja, echt wahnsinnig schön. Mal eine ganz andere Seite von der Insel. Und man kann echt damit sagen, dass der Trail auf jeden Fall sehr abwechslungsreich ist, was die Landschaft angeht. Bisschen wie ein Labyrinth hier. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich richtig bin. Sie wirkte sehr privat. Okay. Ich hoffe, die laufen mir nicht frei rum. Ich habe mir extra eine Unterkunft hier am Dorfrand geholt, da irgendwo gleich hinten. Dann seht ihr diese bedrohliche Felswand. Da muss ich morgen hoch. Und das ist die absolute Königsetappe. 1600 Meter hoch, direkt am Anfang des Tages, schon 800 oder 900 Meter nur nach oben. Dann kommt ein langes Plateau oben mit einem See auch. Und dann gehen wir noch höher auf 1200 Meter. Da habe ich größten Respekt vor. Deswegen werde ich mich heute noch mal so gut ausruhen, wie es geht. Und ja, kann morgen direkt quasi am Fuße dieses Berges starten. Hier sieht man es ganz gut. Da bin ich. Bis hierhin gehe ich noch. Und morgen gehen wir die rote Linie entlang zu diesen dunklen braunen Flecken. 1400 Meter. Das scheint ein See zu sein. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Ich habe durch Zufall gesehen, dass hier ein Supermarkt sein soll. Und sonst nehme ich gar nichts, damit ich mir später irgendwelche Umwege spare. Guck ich mal, ob hier was ist. Ah ja, okay.
verstehe nicht, wo der Eingang ist. Okay, hier ist der Eingang. Ich bin gerade bei jemandem privat einfach reingegangen. Oh, okay. You have to filter water. Oh, perfect. Thank you. Okay. Das sieht mal wieder nett aus. Mit einer wunderbaren Aussicht. Oh, geschafft. Okay, heute werde ich mal ein bisschen Zeit haben, was zu waschen. Zumindest wenigstens so gut es geht. Und jetzt zähle ich mal meine ganzen Rationen hier, wie viel ich letztendlich noch für heute und die nächsten 2 Tage habe. Okay, ich würde sagen, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Heute brauche ich noch ein Track and Eat. Die Brezel mache ich leer und 4 Riegel. Das heißt, morgen habe ich auf jeden Fall 7 Riegel, für den letzten Tag 5, das reicht mir. Und dann morgen das zweite Abendessen, am Ziel brauche ich mehr keins. Das sollte klappen. Oh, geschafft. Tag 4 auch beendet. Heute war es relativ gemütlich, würde ich sagen. Erst war ich so ein bisschen enttäuscht von der Etappe tatsächlich nach dem ersten Viertel. Aber dann mit dem Hafen, mit dem Meer, dann diese ganzen Obstplantagen war wieder sehr abwechslungsreich und hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. War ein bisschen gemütlicher, was ich auch gut gebrauchen kann. Gerade nach der ersten Pause, da wurde mir irgendwie so kalt, ganz überraschenderweise. Und hatte laufende Nase, ein bisschen Kopfschmerzen, bis jetzt gerade. Im Moment geht's eigentlich. Und ich hoffe, dass das morgen nicht schlimmer wird. Deswegen muss ich mich heute ausruhen. Morgen kommt die absolute Königsetappe, da habe ich großen Respekt vor. 25 Kilometer und dann ja wahrscheinlich auch über 2000 Meter realistisch hochlaufen. Da muss ich nochmal alles zeigen, was ich jetzt hier in den ersten 4 Tagen gelernt habe. Ja, was mir sonst noch aufgefallen ist gestern schon, es gibt hier irgendwie gar keine Insekten. Also weder Ameisen noch Käfer, zum Glück dann auch keine Zecken. Aber das ist etwas, was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist. Ich bin super zufrieden mit dem Zimmer, habe sogar unten auch gesehen, da gibt es eine Küche und mir wurde gesagt, da gibt es einen Wasserfilter in der Anlage drin. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht nochmal zum Supermarkt laufen, weil ich auch keinen gesehen habe, nur den eingeschlossenen Spar. Kann dann morgen meine Flaschen nochmal auffüllen und werde dann direkt knallhart 800 Meter hochlaufen. Ja, ich bin gespannt, wie das morgen wird. Ich werde mich jetzt ausruhen und sage, bis morgen zur Königsetappe. Heute steht die 5. und vorletzte Etappe an, und zwar die absolute Königsetappe. Ich bin gerade von meinem Schlafplatz losgezogen und jetzt geht's hier hoch mit der Etappe mit den höchsten Höhenmetern. Ja, so 1700 stehen an. In 25 Kilometer will ich ja ein richtig spektakuläres Kloster mitten in den Bergen erreichen, wo ich übernachte. Ich merke, dass heute der Wind sehr stark aufgezogen ist. Deswegen bin ich gespannt, wie es auf 1200 Meter wird. Ich hab Bock und ich würde sagen, jetzt geht's anstrengend nach oben. Was eine Klangkulisse hier mit dem Wind in den Olivenbäumen, den Vögeln, der Ruhe in den Bergen. Ich bin gespannt, wie lange dieser wirklich gut ausgebaute Weg hier noch weiter hoch geht. Sieht mir nach so einem alten, ja fast schon Kloster- oder Pilgerweg aus. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es die ganze Zeit so bleiben würde, aber ich glaube, 800 Meter hoch legt man nicht so schnell über so wenig Steigung zurück.
Also ich verstehe noch nicht, wie ich hier rüberkommen soll, wo genau der Weg lang geht. Also es wirkt einfach nur wie eine absolut steile, unpassierbare Felswand. An dem Leuchtturm sind wir gestern vorbeigelaufen, zum letzten Mal das Meer dort gesehen und ein Dorf weiter bin ich vorhin gestartet. Ich muss sagen, die ersten 300 Höhenmeter jetzt, die liefen echt gut, also ich fühle mich wieder gesund. Gestern hatte ich ein bisschen Bedenken, wie ich heute drauf bin. Die lange Pause gestern tat echt gut. Meine Beine fühlen sich extrem stark an und manchmal auf so weiten Wegen hat man einfach Tage, wo man sich besser fühlt und schlechter fühlt. Das einzige Problem ist, falls ihr das seht, mein Gesicht ist ein bisschen rot, da muss ich drauf achten, jetzt gerade wenn ich so hoch hier gehe. Und der Wind nimmt gerade wirklich jede 10 Minuten bedeutend zu. Ich hoffe, das liegt jetzt hier an diesem kleinen Pass, durch den ich laufe. Aber danach folgt ein Hochplateau, wo wir uns lange aufhalten werden, fast den ganzen Tag mit dem Bergsee. Und da kann ich diesen Wind nicht so gut gebrauchen. Traumhaft. Okay, da eröffnet sich langsam ein Durchgang. Kann nicht mehr so hoch und weit sein. Ja, und schon wieder an so einem verlassenen Ort hier den nächsten getroffen, der mich aus unserem Podcast Zeltgespräche kennt. Patrick, wenn du das siehst, schöne Grüße. Hat mich sehr gefreut, macht immer Spaß und gibt mir auch total Motivation, hier mal mit ein paar Leuten zu sprechen, die mich zumindest gekannt haben. Weil so viele Leute trifft man hier gar nicht auf dem Trail. Viele haben gesagt, ja, es ist hier so überlaufen und eine Wanderautobahn. Aber ganz ehrlich, also jetzt Ende Februar, ich treffe vielleicht 5, 6 Leute am Tag. Und ja, die meisten davon sind in der Tat deutsch und wandern auch, aber das ist total angenehm, also gar nicht überlaufen. Und er sagte auch, da oben wird es noch windiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das sieht da unten zum ersten Mal nach einem Bachlauf aus dem ich, glaube ich, auch gefiltert Wasser trinken würde. Unglaublich klar und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da oben immer noch Landwirtschaft ist. Schöner kleiner Wald hier jetzt nochmal. Habe ich gar nicht mit gerechnet, aber der sorgt gerade für echt guten Windschutz. Ja, wisst ihr was? 4,8 Kilometer jetzt erst. Ich wollte eigentlich bei 6 Kilometer die erste Pause machen, aber hier ist gerade Sonne, windstill. Und wenn es da oben noch windiger wird, will ich da auf keinen Fall anhalten. Deswegen gibt es hier die erste Pause jetzt mal. Muss auch was trinken nach den 800 Höhenmetern. Das schöne mallorquinische Kranwasser. Schmeckt auf jeden Fall leicht nach Chlor, aber durch den Filter deiner Unterkunft nicht so schlimm, wie man das sonst beim Zähneputzen schmeckt. Oh ja, bisschen ist gut. Hui. Aber geil. Hi. Na, wie geht's dir? Ganz schön windig, oder? Ach ja. Ich muss weiter. Mach's gut. Okay, Bergseensicht. Jetzt geht es ein Stück mal abwärts oder gerade.
Oh, tut das gut, mal gerade laufen zu können, ein Stück. Unglaublich. Und dann auch so ein weicher, fast schon Rindenmulchboden. Einfach nur traumhaft hier. Ich liebe solche Hochplateaus. Das erinnert mich einerseits so ein bisschen an Kungsleden, ohne dass hier Schnee liegt. Oder auch an die letzte Etappe vom West Highland Way, wenn er schon mal gelaufen ist. Nach Fort William läuft man auch noch mal so runter, quasi durch so einen Pass. Also jetzt haben wir fast alles an Tieren heute durch. Fehlen nur noch die Ziegen. Ganz schöner Wellengang hier. Das ist mal ein Zeltplatz. Perfekte Wiese, ein bisschen windgeschützt hier zwischen den alten Bäumen und mit dieser Aussicht. Schade, dass man hier nicht mitcampen darf. Und ich fasse es nicht, was ich da erblicke. Nach knapp über 100 Kilometern. Eine Bank. Da werde ich mich jetzt sowas von hinsetzen und endlich mal anlehnen. Perfekter Tag heute, echt. Ja, es läuft zwar ganz gut, aber ich habe immer noch nicht die Hälfte. Er ist knapp über 10 Kilometer, 25 werden es insgesamt, wie gesagt. Und mein Ziel, dieses Kloster, ist der erste und einzige Punkt, den ich gefunden habe, wo man in der Theorie draußen legal schlafen kann. Also da gibt es so eine Art Zeltwiese, die allerdings immer sehr voll ist. Und 90% haben mir bisher geraten, ich soll mir dort ein Klosterzimmer nehmen. Ich werde mir das mal anschauen. Ich muss sagen, in der Eifel damals hat mir das Klosterzimmer schon sehr, sehr gut gefallen. Habe da jetzt auch noch einen Biwaksack dabei. Ich gucke mal, wie das da aussieht, wie das Wetter ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter zur zweiten Hälfte. Erstmal noch ein Stück geradeaus. Ich glaube, man folgt hier so einem Art kleinen Wasserlauf die ganze Zeit. Und dann geht es aber noch mal auf den höchsten Punkt der Route da oben. 1200 Meter. Und da bin ich ganz gespannt auf die Aussicht und hoffe, dass ich von da das Meer sehe. Erste Mal, dass das Kloster ausgeschildert ist. Lück 4 Stunden 24. Mal gucken, ob das hinkommt.
Und da haben wir auch noch die Ziegen für heute. Mit echt beeindruckenden Hörnern. Hi. Ach, ganz viele hier. Richtig schönes Naturschutzgebiet hier wieder. Und damit auch heute wieder sehr abwechslungsreich. Wow, die habe ich gar nicht im Baum gesehen. Puh. Man kann hier richtig dabei zugucken, wie sich alle 100 Höhenmeter die Vegetation leicht ändert. Alles wird immer lichter und lichter und wahrscheinlich sind gleich die Bäume auch wieder weg. Okay, da zieht langsam ordentlich was auf. Ist das schon Regen? Ich weiß es nicht. Es geht hier so weit endlos nach oben. Ich bin echt fertig langsam. 9 Kilometer jetzt glaube ich noch, aber ich habe schon fast 1400 Meter nur nach oben zurückgelegt. Ich musste gerade da unten noch mal kurz was nachessen. Aber ich will einfach nicht mehr hochlaufen. Ich freue mich tatsächlich heute mal auf den Abstieg. Der ist nämlich nicht ganz bis ins Tal, sondern ich glaube, das Kloster liegt auch noch in den Bergen. Das geht nur so halb runter. Aber jetzt erstmal oben ankommen. Wird wohl nichts mit schöner Aussicht. Uiuiui. Hier peitscht aber rüber. Hier geht's echt ab. Sehe ich da endlich das Ende. Eieiei. Das Schild hat es auch nicht mehr geschafft. Wo ist der Weg? Ich muss ja echt zusehen, dass ich runterkomme langsam. Und das waren die 1200 Meter. Man kann ja nicht immer nur Sonnenschein haben, oder? Sehr schwer hier gerade bei dem Wind.
nicht den Halt auf dem Geröll zu verlieren. Ich bin echt froh, wenn ich jetzt wieder tiefer komme. Okay, jetzt langsam wird es nicht mehr lustig. Ich überlege, ob ich vielleicht mit dem Biwaksack kurz den Sturm hier aussitze, aber ich habe hier oben auch keinen Empfang und sehe nicht, wie lange der noch hält. Ach du Scheiße, ey. Wahnsinn! Ich laufe mit voller Kraft dagegen und komme gerade voran. Kann ich hier mal kurz aus dem Wind raus? Oh, Scheiße. Hier will ich jetzt auch nicht reinfallen. Okay, kurze Ruhe vorm Sturm. Da unten bin ich durch ein kleines Tal durchgelaufen, kam von da oben. Hier geht's gerade, ich habe die Karte gecheckt. Es folgt jetzt noch ein Pass auf 1150 Meter darüber und dann geht's nur noch bergab. Also los geht's, bevor es hier schlimmer wird. Hab ich mich jetzt erschrocken. Gar nicht jetzt hier mit dem Schaf gerechnet. Lässt du mich vorbei? Danke. Okay, das war's. Das ist der letzte Pass hier gewesen. Jetzt geht's endlich hier runter. Puh. Geil. Oh, jetzt geht's aber wirklich runter. Das ist so eine unfassbare Atmosphäre hier gerade. Okay, das Gröbste ist geschafft. Man kann wieder mehr als 5 Meter geradeaus gucken. Das war der absolute Wahnsinn. Was war denn da oben los? Also das gab einen ordentlichen Adrenalinschub, hat total Spaß gemacht. Zwischenzeitlich gab es ein paar Minuten, da habe ich echt Bedenken gehabt, ob ich lieber anhalten sollte, aber bin dann einfach durchgezogen und das hat schon verdammt viel Energie gekostet. Es sind noch 4 Kilometer jetzt hier runter zum Kloster. Ich humpel jetzt hier langsam bergab, wird auch schon langsam spät, wahrscheinlich komme ich so zu Einbruch der Dunkelheit an.
Ich hoffe, ich finde das Kloster jetzt hier in dem Nebel und vor allem ist heute Wasser zum ersten Mal auch ein Thema. Ich habe jetzt nämlich fast gar nichts mehr, also 200 Milliliter, musste echt viel trinken bei den ganzen Höhenmetern, 1700 übrigens mittlerweile. Und deswegen hoffe ich, dass ich da relativ gut am Kloster auch noch irgendwie Wasser bekommen kann und dass ich da vernünftig irgendwie einchecken kann, dass da jetzt jemand noch ist. Aber ich muss aufpassen, wo ich jetzt hier langlaufe und versuche jetzt hier heil runterzukommen. Die schützenden Klosterwände. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute jahrhundertelang hier von diesem Berg gekommen sind und sich echt gefreut haben, als sie dann das hier gesehen haben. Ihre Kleidung sollte angemessen sein. Ich glaube, da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Perfekt. Ich lieb's, ich sag's euch. Habe ich einen Bergblick? Oh. Ich habe auch den Berg genug gesehen, würde ich sagen. Ich bin so glücklich gerade. Es ist die Sonnenatmosphäre. Mehr brauche ich echt nicht. Es wird jetzt auch wieder ziemlich ungemütlich draußen. Ich bin froh, dass ich da bin. Und hier soll es einen Brunnen geben, der aus richtigem Quellwasser kommt und dass ich problemlos trinken kann. Die Frage ist, wo koche ich jetzt? Plan wäre einfach nur Wasser aufzukochen, dann in den Track-and-Eat-Beutel reinzupacken und dann aufs Zimmer zu gehen. Aber hier ist so viel Wind gerade. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ich glaube, ich setze mich hier einfach schnell hin. Dürfte ja keinen stören. Ja, geht halbwegs. Ich ärgere mich echt, dass ich den falschen Windschutz mitgenommen habe, weil der bringt mir jetzt hier auch nicht viel. Aber gut, ich habe Zeit und eine nette Aussicht. Und einen Regenschutz.
selten so auf eine Mahlzeit gefreut, um mal raus aus dem Wetter zu kommen. Alles geschafft, geduscht, gegessen und jetzt ausruhen. Es ist unglaublich gemütlich hier in diesem Kloster. Draußen ist mittlerweile stockdunkel, wir haben kurz nach 7. Man hört es draußen stürmen, was es umso gemütlicher macht. Und hier ist natürlich eine absolute Ruhe im Kloster. Ich bin so begeistert von diesem Tag. Es war einfach der perfekte Trekking-Tag. Gestern war ich so ein bisschen aufgeregt, weil natürlich die Königsetappe angestanden hat. Dann heute der erste Aufstieg war sehr anstrengend mit direkt 800 Höhenmetern, aber der Boden war sehr gut. Nicht so gerölllastig, nicht so technisch. Und dann oben die ganze Zeit dieses Plateau, der Esel, den ich da gesehen habe, die Tiere, auch die netten Begegnungen zwischendurch, diese unglaubliche See, dann erstmal diese Pause an der Bank. Ja, und dann wurde es nochmal richtig abenteuerlich mit der zweiten Erhöhung dann. Ihr habt gesehen, was da für ein Wind war. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, vor 5 Jahren über dem Polarkreis auf dem Kungsleden so stark gehabt. Deswegen, der Tag hatte wirklich alles. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Morgen steht der letzte Tag an. Ich bin echt traurig, versuche den Abend nochmal zu genießen. Morgen geht's aus den Bergen, ja aus dem Tramontana-Gebirge runter und dann will ich das Meer erreichen. Das sind bis dahin, ich glaube, 27 Kilometer. Der Trockenmauerweg endet ein bisschen vorher. Da muss ich mir überlegen, fahre ich dann mit dem Bus, aber eigentlich will ich es als Ziel ja schaffen, einmal die Insel zu überqueren, das Meer zu erreichen. Deswegen, ich bin platt, ich bin fertig. Das hat mir gereicht heute. Ich sag, bis morgen zur letzten Etappe. Guten Morgen hier zu Tag 6 und dem finalen Tag hier auf meinem Trip. Ich habe tatsächlich nicht so gut im Kloster geschlafen. Ich weiß nicht recht warum. Der Körper musste, glaube ich, ein bisschen regenerieren nachts. Aber gar nicht so schlimm, denn heute verlassen wir in diesem schlechteren Wetter hier das Tramontana-Gebirge. 19 Kilometer gehen es jetzt weiter Richtung Norden, Richtung Meer. Dann endet der Trockenmauerweg offiziell und dann kann ich im Prinzip noch 7 Kilometer weiterlaufen, um dann zum Meer zu gelangen. Ich hoffe, es bleibt auch den letzten Tag noch trocken. Ich habe echt Lust auf den letzten Tag, bin ein bisschen traurig, hoffe, dass heute noch mal spannend wird und will jetzt endlich ans Ziel ankommen. Also los geht's. Kurz nach dem Kloster scheint hier noch ein offizielles Refugio zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das auf hat. Unfassbar grün gerade hier alles. Das hier könnte der letzte Anstieg der gesamten Route sein. 30 Höhenmeter zeigt meine Uhr noch an. Ja, der letzte Anstieg war relativ unspektakulär. Man hat wegen den Bäumen und den Wolken jetzt nichts gesehen. Ich hatte mir vorgestellt, ich blicke noch einmal aus dem Gebirge raus, sehe das Meer, sehe mein Ziel. Aber dem ist noch nicht so. Vielleicht kommt noch ein Aussichtspunkt, aber jetzt geht es ja erstmal mit gutem Boden langsam bergab.
Hier haben wir einen ganz besonderen Baum, 500 bis 600 Jahre alt, eine ganz spezielle Eichenart. Früher genannt auch die Rauchereiche, weil die Arbeiter jetzt zum Kloster wohl hier Pause unter dem Baum zum Rauchen gemacht haben. Hammer. Okay, wenn das mal kein schöner Pausenplatz ist, da setze ich mich noch mal. 10 Kilometer habe ich schon. Hier könnte man noch gut was kochen. Endlich kann man mal ein bisschen was sehen. Ich laufe echt schon Stunden nach unten und habe gar nicht gemerkt, dass ich immer noch so hoch bin. Aber mehr sehe ich noch nicht. Scheint der Sturm gut gewütet zu haben. Die Trails sind teilweise jetzt echt mit Bäumen und Ästen und großen Gerölle überwuchert. Die erste Palme seit langer Zeit. Wir kommen dem Meer näher. Ich bin am offiziellen Ende des GR 221 angekommen. Hier in Poyenza, da hinten geht er normalerweise lang, endet an der Bushaltestelle. Ich will aber noch zum Port der Poyenza, denn das liegt jetzt in 7 Kilometer am Hafen. Das werden jetzt wahrscheinlich ungemütliche 7 Kilometer über die Landstraße, aber das Schild deutet darauf hin, dass das wohl ein offizieller Alternativweg ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt noch. Okay, nicht so übel, wie ich dachte. Es geht zwar eine Straße entlang, aber wenigstens gibt es den ordentlichen Weg, der rausgeschildert ist. Ich hab's geschafft. 6 Tage durch die Berge von Meer zu Meer. Und hier ist es. Mir brennen ganz schön die Füße, aber ich bin total froh, jetzt hier zu sein. Ist immer ein ganz besonderes Gefühl, so am Meer auch als Ziel rauszukommen. Das hat mir schon in Schweden so gut gefallen. Wetter könnte in der Tat besser sein. Es soll auch jetzt gleich regnen und morgen auch. Aber besser als auf der Tour. Und jetzt erstmal zum Hotel. Ich habe es geschafft. Ich bin an meiner finalen Unterkunft angekommen. Ich habe jetzt gerade eine Stunde dort auf den Bus gewartet und habe die Zeit genutzt und mir ein paar frische Klamotten mal gekauft. Ein Pulli, ein T-Shirt, sogar eine Hose und ein paar Socken. Und ich sag's euch,
Das tat so gut, mal nach 6 Tagen jetzt aus diesen schwitzigen Klamotten rauszukommen und was Frisches anzuhaben. Und das brauche ich auch, denn ich bin nach Alcudia gefahren, eine Stadt weiter. Und hier in der Unterkunft werde ich noch 2 Nächte jetzt verbringen und da hinten gleich irgendwo mal ein Restaurant aufsuchen, sodass ich nach der ganzen Zeit mal was anderes essen kann als Riegel und Track and Eat. Ich bin überglücklich, dass alles so gut geklappt hat und ich bin absolut begeistert von der Tour und von dem Trail. Ich glaube, das war eine der besten Touren, die ich jemals hatte. Die Landschaft, die Abwechslung, der Trail an sich, die Wildtiere. Ich habe das total genossen, den ganzen Tag Ziegen und Esel zu sehen. Vielleicht auch ein paar Schafe manchmal. Ich habe viele Leute kennengelernt. Der Trail war aber nicht überfüllt. Der hatte wirklich einfache Passagen. Der hatte dann aber auch diese alpinen, technischen Passagen. Der eine Hochpunkt dort mit dem schlechten Wetter. Ich hatte unglaubliches Glück mit dem Wetter. 4 Tage nur Sonne, dann war es bewölkt, aber auch nicht allzu kalt und Hauptsache kein Regen. Denn hier zieht es sich immer mehr zu. Die nächsten 2 Tage sind hier nur Regen angesagt. Und das hätte ich natürlich auch nicht gebrauchen können. Ich finde den Trail als kurzes Fazit echt unterbewertet. Also ich habe schon viel Gutes darüber gehört, aber ich finde noch nicht genug. Hier stimmt für mich wirklich alles. Das Einzige sind vielleicht ja die Wasserquellen und das fehlende Wildcamping, was man hier legal machen kann und die gesamte Infrastruktur dafür. Aber hat man das einmal durchgeplant, auch mit Unterkünften, Hotels vielleicht, auch mit den Refugios, die da sind, dann hat man hier eine wirklich schöne Tour und dann reicht auch dieses 3 Liter Wasser, was man dann auch bei längeren Etappen über den ganzen Tag ja mit sich rumschleppt und trinken kann, ohne dass man auf eine andere Quelle angewiesen ist. Ich muss das auf jeden Fall erstmal alles sacken lassen und verarbeiten, werde ausführlich in unserem Podcast Zeltgespräche mit Sebastian nochmal darüber sprechen, nochmal ein paar Dinge hinter den Kulissen hier berichten und wie gesagt nochmal alles zusammenfassend für mich wirklich wiedergeben, nachdem ich das hier verarbeitet habe. Wenn ihr das hört, ist die Folge schon online, die findet ihr unten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, hier mitzukommen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich werde das hier echt vermissen und für alle, die wirklich so einen Trail suchen, gerade im Winter vielleicht auch um die Saison zu starten, da eignet sich hier Mallorca wirklich mit dem GR 221, finde ich super. Genauso wie in Portugal der Fischerweg. Das hat Ende Februar wirklich fantastisch geklappt. Ich freue mich jetzt auf die Saison in Deutschland, auch wenn ich zurückgekommen bin. Ja, und hat euch das Video gefallen, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.